Servus zusammen, den wieder schauen wir uns den Makita 489 Akkuschrauber an. Das ist der relativ neue von Makita. Der sollte 40 Newtonmeter weiches Drehmoment haben, das schauen wir. Wir haben eine Länge von grob 18 cm und ein Gewicht von ungefähr 1,45 Kilo ohne Akku. Da haben wir die Lautstärke. Das Problem ist bei ihm, er ist relativ leise beim Arbeiten, aber beim Ausgehen ist die Motorbremsung so stark, dass es richtig laut wird. Da sehen wir die LED, Makita typisch, relativ gut. Die LED befindet sich oben. Ja, wie immer halt. Relativ gute Ausleuchtung, bin ich sehr zufrieden mit dem. Bohrfutter ist relativ genau, das schauen wir uns gleich an. Also da gibt es wirklich gar nichts dem Bohrfutter auszusetzen. Außer, dass es manchmal aufgegangen ist, aber das ist halt unwirkbar vor, ein typisches Makita-Problem, aber die Genauigkeit stimmt wenigstens. Das ist wichtig. Und Drehzahl haben wir 540 im ersten und 1732 im zweiten. Mit dem 6 oder 5er war es, glaube ich, aber die Unterschiede sind nicht so enorm. Da sehen wir die Kupplung, da bin ich leider, schaut euch einfach an, wie es sich schlägt bei der Kupplung. Ich bin sehr zufrieden mit der Kupplung. Gut, gell? Nett, oder? Sympathisch. So, es ist einfach schön, so einen leistungsstarken Akkuschrauber zu haben und zu sehen, wie ihr sehen könnt, der 489 ist relativ weit oben, hat eine Gesamtzeit von 28,5 Sekunden oder 28,05 Sekunden sind es. Das ist definitiv eine sehr gute Zeit und definitiv eine ordentliche Leistung, die sich sehen kann. Und hat einfach Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten, ist wirklich eine sehr starke Maschine. Und ja, also
Er wird durch im Alltag nicht enttäuschen, weil die Umdrehungszahlen sind hoch, die Arbeitsgeschwindigkeit ist hoch. Ganz guter Akkuschrauber. Auch beim Gewicht kann er überzeugen. Für die Leistung ist er eigentlich ganz gut vom Gewicht, finde ich. Ich finde sowas wie der 489, wie der AEG, wie die 3 AEGs mit 1,4, 1,5 Kilo, wer wirklich viel Leistung haben will, oder zwischen 1,4 und 1,5, da sind die wirklich nochmal deutlich mehr Leistung haben als die anderen, weil wenn ich mir der oben anschaue, die ich bis jetzt getestet habe, außer der kleine Flex, dann ist es bei den meisten nicht so, dass sie so viel Leistung haben. Meistens erst ab 1,4, 1,45 Kilo, da kommen dann wieder die großen Leistungssprünge und da ist er ganz gut dabei. Ich finde das Gewicht in Ordnung. Lautstärke ist ein schwieriges Thema, weil leider ist er relativ leise, aber das Problem ist, dass er halt immer hoch und runter springt bei der Lautstärke. Wenn man ihn ausschaltet oder wenn er ausgeht halt, wenn man dann loslässt die Taste, dann wird er halt sehr laut, weil die Motorbremse so extrem wirkt. Oder es ein Problem mit dem Getriebe gibt, bin mir nicht ganz sicher, aber das ist wie beim Milwaukee, aber nicht so schlimm wie beim Milwaukee, aber definitiv sonst 86 dB, aber er hat einen 93 gegeben, weil er bis auf 100 ausschlägt. So, beim Drehmoment ist er definitiv ein ganz guter Akkuschrauber, weil er schafft 34 Newtonmeter. Das ist ein relativ guter Wert, da kann man sich nicht beschweren. Das ist wirklich auch eine relativ hohe Drehmomentzahl. Ich bin sehr zufrieden mit dem Wert und er hat da gute Leistung, besonders im ersten Gang. Da ist er einfach wirklich wild. Im zweiten ist er auch gut, aber nicht ganz so gut wie im ersten. Ja, trotzdem gute Werte. So, kommen wir nun zum Fazit. Also der 489 ist ein sehr, sehr, sehr guter Akkuschrauber. Also von der LED, von der Verarbeitung, von der Kupplung, vom Bohrfutter, bis auf das es manchmal aufgeht. Das ist ein großer Nachteil. Aber ja, passiert halt bei den größeren Aufgaben. Kommt darauf an, was man halt macht eben. Und sonst gibt es nichts Negatives auszusagen. Ich finde, der ist wirklich sehr solide. Ich finde wirklich, von der Haptik, Optik, Größe, Maße, ist es wirklich ein guter Akkuschrauber. 160 Euro habe ich gesehen, ungefähr der Preis. Ja, muss man halt wissen, ob man den haben will oder einen anderen oder einen kleineren oder einen größeren. Das muss jeder selbst entscheiden. Für mich ist ein guter Akkuschrauber, vielleicht kriegt ihn jemand günstiger. Ja, definitiv eine Empfehlung von meiner Seite aus. Und alle Akkuschrauber sind unten verlinkt. Wenn es was über Amazon bestellt, würde es den Kanal unterstützen. Ich würde mich freuen und bedanken. Vielen lieben Dank für jeden, der das macht. Vielen lieben Dank für jeden, der kommentiert, der Abo da lässt, Kommentar abgibt. Daumen nach oben. Servus, danke und bis zum nächsten Video. Ciao.